Hallo ihr Lieben. Seid ihr unsere 4? Das könnte fast sein, ne? Schön seht ihr aus. Die anderen kommen jetzt auch bald auf die Weide, deshalb ist es gut, dass wir euch jetzt mitnehmen. Müssen wir euch nicht auf der Weide nochmal einfangen und nochmal auf eine andere Weide bringen. Okay, aufregend. Also es hat geklappt, zumindest 2 von den 4 haben wir verladen bekommen. Der Anhänger ist einfach zu klein für 4 Stück und da müssen wir halt nochmal fahren. Heute geht es leider nicht, weil der Anhänger ist ja auch nur geliehen und der muss heute auch noch zum Saatgut transportieren benutzt werden. Aber die 2 haben wir schon mal. Jetzt müssen wir schnell den Strom ausmachen und dann haben wir eine Schafherde und davor kommt dann eine Kälberherde. Naja, ich weiß nicht, ob 2 Kälber schon als Herde zählen, aber zumindest eine kleine Gruppe. Ja, willkommen. Herzlich willkommen auf eurer neuen Weide. Das ist erstmal ein bisschen irritierend, ne? Ganz neue Umgebung. Ach schön, kaum ist der Traktor weg, geht das Fressen los. Lasst es euch schmecken. Wir haben hier auf jeden Fall auch noch mal leckeres Heu für euch und ich hole euch auch noch mal ein bisschen Stroh, weil das wird jetzt erstmal eure Verdauung natürlich ganz schön herausfordern, das frische Gras. Wisst ihr noch nicht so richtig, was ihr davon halten sollt, ne? Auf Englisch sagt man jetzt Flirt dazu, eine Herde, also eine Herde und ein Flock auf Sheep sagt man auf Englisch, dann kann man das zusammenführen auf Flirt. Auf Deutsch heißt ja beides Herde, oder? Schafherde, Kuhherde, aber auf Englisch Cow Herd und Sheep Flock oder Flock of Sheep und zusammen ein Flirt. Ich habe extra noch ein paar Aufgaben aufgehoben, um die jetzt zu machen, während die Tiere da sind, damit ich möglichst viel Zeit mit denen verbringe. Könnte ich jetzt sagen. Ich könnte auch sagen, ich habe es gestern Abend einfach nicht mehr geschafft, als ich nach Hause gekommen bin, noch alles fertig vorzubereiten. Das Wasser müssen wir noch anschließen. Der Schlauch liegt hier schon. Ja. Den Schlauch verbinde ich jetzt mit dem hier. Und dann haben wir 2 Tränken für 2 Tiergruppen und trotzdem keine Arbeit. Hoffe ich. Ihr seid immer noch ziemlich irritiert, ne? Was machen die da? Wer ist das? Holy moly, ich bin so erleichtert, dass das jetzt geklappt hat. Naja, zumindest zu 50%. Nee, eigentlich schon sehr viel mehr. Also wir haben 50% der Kälber hergeholt, die wir herholen wollten. Eigentlich sollten es 4 werden, aber das war jetzt auch vernünftiger, dass wir nur 2 in den Anhänger gepackt haben. Dann konnten die da ganz entspannt drin sein. Die haben ja auch Hörner. Das sind ja Demeter-Kühe gewesen. Jetzt sind sie nicht mehr zertifiziert ab heute, aber sie kriegen trotzdem nur das Beste vom Besten und keine Chemie. Aber ja, das heißt, die hätten sich, wenn die dann auch zu eng stehen, kann es auch gefährlich werden, dass sie sich gegenseitig mit ihren Hörnern verletzen oder so. Aber es sei ihnen gegönnt, dass sie Hörner haben. Und ja, ist doch schön. Jetzt sind sie da und sie finden es auch direkt ziemlich geil, ne? Also sie kuscheln auch ziemlich eng aneinander, geben sich gegenseitig Sicherheit, ist doch auch gut. Aber sie fressen eben. Die Schafe sind ein bisschen neidisch, aber das müssen die verkraften. Die Kälber oder die Rinder generell dürfen vor den Schafen auf der Weide sein, weil Kühe essen mit ihrer langen Zunge. Die schnappen sich Grasbüschel. Wir gucken mal, ob wir mal näher ran können und das auch mal besser filmen. Aber grundsätzlich ist es so, Kühe fressen mit ihrer Zunge. Die sammeln sich das Gras ein. Deshalb ist es besser für die, lange Grashalme zu haben. Die Schafe, die haben
unten Zähne, oben eine Kauplatte. Die können aber ganz tief verbeißen. Die gehen runter mit ihren Zähnen und der Kauplatte und reißen das Gras oder beißen das Gras ganz tief ab. Dementsprechend können wir vorne die Kälber laufen lassen und hinten dran kommen dann die Kühe. Ach Quatsch, da hinten dran kommen dann die Schafe und die sollten dann immer noch gut genuges Futter finden. Und dahinter kommen dann perspektivisch noch die Gänse, dahinter kommen dann die Puten und die Hühner in abfolgender Reihenfolge davon, wie viel Gras sie brauchen. Jetzt müssen wir noch gucken, ob hier das Wasser auch läuft, weil zumindest im Schlauch ist schon mal Wasser. Jetzt hier müssen wir es, glaube ich, noch aufdrehen. Ach nee, ich habe ja... Okay, ich habe es noch gar nicht verbunden. Dann kann das natürlich auch nicht funktionieren. Die Schafe sind so süß. Gerade ist eins mit erhobenem Schwanz weggetrabt. Die Hühner haben ein Stück Kartoffelacker als Staubbad erklärt. Sehr schön. Das ist ja schön. Die Hühner haben sich an mich gewöhnt und freuen sich, mir hinterher zu laufen. Die verbinden was Positives mit mir. Das freut mich. Okay, und ihr sagt mir, geht mir aus der Sonne. Okay, mache ich. Also 0,0, das ist ziemlich wenig. Ich vermute, da habe ich irgendwo eine Verbindung noch nicht hergestellt. Da ist irgendein Kabel locker. Ich bin natürlich erstmal davon ausgegangen, dass der Zaunprüfer kaputt ist und habe mir noch das zweite Zaunprüfergerät geholt. Weil kann ja nicht sein, dass meine Konstruktion so professionell wie das hier aussieht, dass die nicht funktioniert. Es muss ja dann an was anderem liegen, oder? Okay, es könnte daran liegen, dass hier zwar die Erdung angeschlossen ist, aber gar kein Kabel fürs Schocken. Naja gut, da brauche ich mich nicht wundern, dass auf dem Zaun kein Strom ankommt, wenn der Zaun gar nicht mit dem Weidezaungerät verbunden ist. Bei mir steigt die Spannung. Ob die Zaunspannung gestiegen ist. Die Tiere denken sich, jo, unser Gras ist lecker, alles andere ist nicht unsere Aufgabe. Und so ist es ja auch. 8.000, 9.000. Ja, das ist doch mal eine gute Zahl. Gucken wir auch noch mal, wie es weiter entfernt vom Verbindungspunkt aus ist. Aber ich denke, wir haben das Problem gelöst. Wenn es nicht verbunden ist, kann auch kein Strom fließen. Hier ist der Zaun, der am weitesten von allem entfernt ist. Mal gucken, was der sagt. 7.000, 8.000, 8.800. Ja, ein bisschen was geht verloren, aber das ist auch zu erwarten. Dazwischen sind ja noch einige Netze. Da ist immer noch ordentlich Spannung drauf. Sehr gut. Oh Mann, ich bin so glücklich, dass die Kühe jetzt da sind. Also vielleicht werde ich mich auch noch ein bisschen verfluchen, weil die Schafe, die kenne ich ja jetzt schon. Also dieses Schaf hier zum Beispiel kenne ich jetzt noch gar nicht so lange, aber die Schafe als Rasse, als Art kenne ich einfach schon und weiß auch, was die brauchen, um glücklich zu sein. Bei den Kühen habe ich ein ganz gutes Bild, aber sie sind halt schon mal noch mal ein bisschen anders, sie sind noch mal ein bisschen größer. Und gleichzeitig verspreche ich mir auch eben ganz viel Cooles davon. Also die Kuhfladen sind nochmal ein ganz anderes Leckerbissen oder ein Leckerli erstmal für die Fliegen, die dann da ihre Larven legen, und dann ein paar Tage später für die Hühner, wenn die Larven geschlüpft sind. Dann stürzen die Hühner sich da drauf, hoffe ich. Der erste Kuhfladen.
Da waren auch gerade schon 3 Fliegen dran, die habe ich noch aufgescheucht aus Versehen. Aber die werden wiederkommen. Und dann legen sie ihre Larven. Und dann können wir mal gucken. Es ist noch im Moment sehr kalt, das heißt, wahrscheinlich bis die Hühner kommen, hat sich da noch nicht viel getan. Aber mal gucken, wir beobachten es. Der liegt hier neben dem Baum. Okay, versuche ich mal dran zu denken, nochmal hinzuschauen, wenn denn die Hühner da sind. Die Kälber machen auch Rollkunst. Die Kälber machen Rollkunst. Schön zu sehen. Die abendliche Energie rauslassen. Ja, ihr wart jetzt ja auch ganz schön lange im Stall, ne? Aber hier ist fast schon Sommer. Naja, heute Nacht war das Wasser immer noch gefroren, aber genau. Lasst die abendliche Freude raus. Schön, dass ihr jetzt da seid.